Hallo und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Quellweisheit, dem Podcast für deine spirituelle Meisterschaft. Ich bin Marlene Katharina und gebe dir Quellbotschaften aus dem höchsten Bewusstsein durch, die auf tiefsten Ebenen wirken. Denn es ist eine Schwingungsübertragung, die stattfindet und dich daran erinnert, was du wirklich bist. Wir freuen uns so sehr, heute hier mit euch zusammen zu sein und diesen Moment der Entfaltung mit euch auszukosten, auszuloten. Denn das, was wir heute ansprechen möchten, geht in die Tiefe wie in die Höhe, betrifft das Konkrete sowie das Allgemeine. Wir möchten zunächst zu euch sprechen in Sachen Frequenz und niedrig schwingender, hoch schwingender Frequenz. Ihr wisst, dass eine der niedrigst schwingenden Frequenzen, wenn nicht die niedrigst schwingende Frequenz des menschlichen Daseins, die Schuld ist, die Scham. Beides ist miteinander verknüpft, beides lässt sich nicht gar so leicht voneinander trennen. Schuld und Scham betrachten wir hier also nicht separat, sondern als eins. Wir betrachten die Bereitschaft, sich selbst in eine Position zu bringen, die ein Gegen sich Sein innehat. Diese Position ist eine Position des inneren Kampfes, eine Position, in der du mit dir selbst nicht im Frieden bist. Indem du Scham fühlst, versuchst du dich aus dir selbst heraus zu bewegen. Du versuchst dein Sein wegzumachen. Du versuchst dich aus dem, was du bist, herauszubeamen. In der Schuld kämpfst du gegen dich. In der Schuld beschuldigst du dich, um nicht selbst in der Verantwortung zu sein. Du merkst an unserer Darstellung, ihr merkt an unserer Darstellung, dass beides ein Unfrieden mit sich selbst ist, dass beides eine Spaltung in sich selbst ist. Der Mensch ist aus seinem Bewusstsein, alles zu sein, in die Abgrenzung von allem Sein gegangen, um sich in der kleinen Form einzigartig zu fühlen. Zugleich hat er die Fähigkeit, den Mut und das Erinnerungsvermögen, sein Einssein zu wissen, zu fühlen und als realer als das Getrenntsein wahrzunehmen. Dies ist, was im Großen geschieht, dein Getrenntsein von deinem Allsein, deine menschliche Form in der formlosen Form, im formlosen Sein, scheinbar abgetrennt und doch eins mit allem, was ist. Im Kleinen ist es ebenso, du kannst dich nicht abtrennen von dem, was du bist. Du kannst nicht in dir zwei Dinge erschaffen, die nicht ein und dasselbe sind. Du kannst abkapseln und Illusionen erschaffen, die Realitäten fühlbar sein lassen. Du kannst jedoch nicht die Wahrheit verändern, dass das, was du bist, immer eins ist. Dass sowohl das, gegen das du kämpfst, als auch das, was du haben willst, eins sind. Dass das Wollen den Kampf bewirkt und der Widerstand ebenso. Wir sagen also, um Schuld und Scham nicht mehr zu nähren, braucht es die Annahme, dass du immer vollkommen bist. Eine Annahme, ein Annehmen, ein Erlauben.
kein Vermuten. Es braucht dein Wissen, dass du vollkommen bist. Du hast dieses Wissen. Bist du in dem Bewusstsein, dass du dieses Wissen vermitteln willst, so bist du im Wollen und erzeugst einen Gegner. In dem Moment, in dem du willst, dass für alle sichtbar ist, dass du vollkommen bist, erzeugst du den Gegner in dir, der nicht vollkommen scheint. Du kämpfst also gegen das in dir, das als nicht vollkommen sich darstellt, um nach außen hin, vielleicht auch nur dir selbst gegenüber, auch vollkommen zu erscheinen, nicht nur vollkommen zu sein. In dem Moment entsteht mehr Schein als Sein. Nicht, weil du nicht vollkommen bist. Nein, weil du dich mehr auf den Schein als auf das Sein konzentrierst. Wir laden dich also ein, dein Sein in allem zu wissen, in allem zu fühlen, in allem zu finden. Wir laden dich ein, zu sein. In deinem Sein darf alles sein. Du darfst in jeder Frequenz sein und fühlst dich doch nicht unvollkommen. Die Wahl, dich unvollkommen zu fühlen, entsteht aus dem angelernten Drang, Ergebnisse zu erzielen. Du möchtest etwas erreichen. Erreichen kannst du nur etwas, wenn etwas unerreicht ist. So erschaffst du eine unvollkommene Realität, um Vollkommenheit erreichen zu können. Was wir sehen ist, dass das, was du tatsächlich an Einsatz bringst, in die Begrenzung fließt. Denn du musst Begrenzung schaffen, um dich unvollkommen zu fühlen, um dann streben zu können. Ganz andersherum also erscheint es uns. Sehen wir es, als du es wahrnehmen magst. Dein Einsatz liegt in dem Erschaffen deiner Begrenzung. Daher ist das Begrenztsein anstrengender, aufwendiger, energieraubender als das Freisein, das Gelöstsein, das Erlauben, das Entspannen, das dich nicht anstrengen in die Spannung der Mauern, der Grenzen, der Abtrennung, der Abkapselung, das Entspannen, das Loslösen, das Freilassen deiner selbst. Je mehr du dich selbst freilässt, desto weniger brauchst du zu werten, dich wie irgendjemand anderen. Du merkst, dass jede Wertung auf dich selbst zurückfällt. Denn wenn du etwas an jemandem wertest, ist es an dir, selbst deinem Wertmaßstab gemäß zu handeln. Und so gibt es plötzlich wieder ein Gut, ein Schlecht, ein Besser, ein Schlechter. Jedes Verstehen des Verstandes erzeugt Konzepte, denn dein Verstand ist darauf trainiert, dich abzugrenzen, um in der Abgrenzung dich weiterzuentwickeln. Jedes Verstehen, jedes Aha-Erlebnis führt dich im Verstand in ein neues Konzept, in ein neues Das muss ich jetzt, in eine neue Trennungsrealität der Wertung. Daher laden wir dich immer wieder aufs Neue ein, dem Verstand liebevoll zu begegnen, in diesem neuen Konzept, das er für dich geschaffen hat, und ihn in dein Herz, in dein Fühlen hinein zu erlauben.
ihn darin zu bestärken, dass dieses sein neues Konzept dich bereichert, dich reicher macht um Optionen, Konzeptoptionen von gut und schlecht, von besser und schlechter. Du bist bereichert um Optionen des Wertens und der Wertvorstellungen und kannst deinem Verstand liebevoll diese Bereicherung zugestehen, kannst ihm danken, dass er dich um dieses bewusster gemacht hat, im Bewusstsein bereichert hat und darfst deinen Verstand in der mitgebrachten, von ihm mitgebrachten Bereicherung hinunter in dein Herz erlauben. Darfst ihm erlauben, sich in dein Herz zurückzulehnen wie in einen wohligen Sessel, in eine watteweiche Wolke, in ein sonniges Herzenszuhause. In deinem Herzenszuhause ist der Verstand still. Er fühlt sich sicher. Er braucht nicht zu ackern, zu arbeiten, zu durchdenken, Lösungen zu erschaffen. Er ist ruhig und doch besonnen. Er antwortet auf die Einladungen des Herzens, hier und da sich einzubringen, mit Klarheit, mit Einfachheit, mit liebevoller Hingabe, in dem Moment, für den Moment, immer nur und doch oh so voll für den Moment. Die Spirale von Schuld und Scham geht tief, denn wenn du Scham fühlst, kannst du dich für die Scham schämen. Wenn du Schuld fühlst, kannst du dich für dein Schuldgefühl schuldig fühlen. Du kannst dich für deine Scham schuldig fühlen und für deine Schuld Scham empfinden. Wann immer du dies fühlst, sei liebevoll mit dir. Wiege dich in dein Herz hinein, um es an einem Wortspiel festzumachen, zu verankern. Magst du für dich sagen, Schuld, Scham, wie du ein Kind in den Schlaf wiegen würdest, wiegst du Schuld und Scham in dein liebevolles Herz hinein, erlaubst ihnen zu sein, erlaubst ihnen sich zu entspannen, erlaubst ihnen sich zu fühlen und nimmst wahr, das, was fühlbar ist, auch in Schuld, auch in Scham, ist Liebe, so liebliche Liebe. Denn alles, was sich dir zeigt, ist ein Ausdruck der Liebe. Alles bemüht sich für dich, Liebe sichtbar zu machen. Die dichteste Form der Liebe versucht dich zu schützen, damit du in dem geschützten Rahmen, in dem geschützten Reich, in dem geschützten Raum deine Liebe findest, sie sicher in dir findest, ohne dich auf das Drumherum konzentrieren zu müssen, ohne Angst, jemand könnte deine Liebe zerstören. Und somit sind auch Schuld und Scham lediglich Beschützer deiner Liebe. Fühlst du dich also in deiner Liebe vollkommen und vollkommen stark und vollkommen unverwundbar, weil du es bist.
weil Liebe unverwundbar ist, so sind Schuld und Scham bereit, in den Schlummerschlaf zu gehen, sich zu ergeben, ihre Form hinzugeben und ihr Sein zu erleben. Und so ist dort, wo gerade noch Schuld und Scham so wach und aufmerksam ihr Spiel des Tages gespielt haben, Liebe. Denn sie haben sich in ihrer Form sein gelassen, die Schuld und Scham. Sie haben sich sein gelassen, in ihrem Sein gelassen und sind die Liebe. Nun fragst du dich, ist es so auch mit meiner physischen Realität? Ist mein physisches Dasein ebenso eine verdichtete Form wie Schuld, wie Scham? Wenn ich mich schlafen lege, lege auch dann ich diese Form, diese Identifikation zur Ruhe und erlaube meinem Wesen in der reinen Form zu sein. Ist das Schlafen ein Mich sein lassen, ein Sich sein lassen? Wir sagen, jedes Loslassen, sei es im Schlaf, sei es in der Meditation, sei es in der tiefen Entspannung, sei es im vertieft Sein in eine Tätigkeit, jedes Sein lassen ist die Erlaubnis deiner Essenz, das Quellenlassen deines Quells der Liebe ist die Ewigkeit, der grenzenlose Moment im Jetzt, deine Erleuchtung. Nun magst du fragen, bedeutet dies, dass ich im Schlaf erleuchtet bin? Wir sagen, nicht jeder lässt im Schlaf vollkommen los. Es gibt einen Schlaf, in dem du festhältst an deiner Identität, an Identitäten aus anderen Zeiten, aus anderen Zeitlinien, aus anderen Realitäten, aus Parallelrealitäten, aus anderen Sphären und Dimensionen. Es gibt Schlaf, der festhält und nur auf bestimmten Ebenen loslässt. Alle Ebenen, die losgelassen werden, erlauben eine Ausdehnung. Lässt du die Ebene des Wachbewusstseins los, so hast du die Möglichkeit, Realitäten zu erleben, die parallel stattfinden, jedoch in deinem Wachbewusstverstandsein nicht erlaubt sind, da sie deine Realität zusammenbrechen lassen würden. Erlaubst du also im Schlaf die Loslösung der Identifikation und deinem Individuellsein als diese Form mit diesem Namen in dieser Zeit auf der Welt, so kannst du andere Parallelrealitäten erleben. Je tiefer dein Loslassen ist, desto geöffneter die Gesamtheit des Universums. Und wir sagen hier, alle Universen
allen Seins, allem, was ist. Je tiefer dein Loslösen, desto größer dein Erleben anderer Welten, anderer Zeiten, anderer Herkünfte und Sternensysteme. Du kannst dich an alles erinnern. Menschen sprechen von Rückführungen, von dem in Inkarnationen zurückgehen, schauen, was du früher erlebt hast. Die Erinnerung jedoch findet in alle Richtungen zugleich statt, in alle Richtungen. Nicht nur rückwärts, nicht nur vorwärts, nicht nur in die Vergangenheit, nicht nur in die Zukunft. Ja, du kannst dich in die Zukunft hinein erinnern. Nein, auch in die Parallelitäten, denn zugleich geschieht immer alles. Was ein anderer in diesem Moment erlebt, erlebst auch du. Was du erleben könntest, erlebst auch du. Nicht primär gewählt in diesem Moment, jedoch daseiend im Reichtum von allem, was ist, im Möglichkeitsreichtum, im Alles-Seins-Reichtum. Alles ist gleichzeitig in der Existenz. Und so kannst du dich an alles in jedem Moment erinnern. Je tiefer also dein Loslassen, desto unsagbarer, unvorstellbarer dein Erleben im Schlaf. Lässt du deinen Körper vollkommen los im Schlaf, so kannst du wie ein anderes Leben erleben, viele andere Leben erleben. Hier sei dazu gesagt, dass all dies automatisch und auf vollkommen natürliche Weise entsteht, wenn du erlaubst. Willst du etwas zwingen, so ordnest du dich wieder der Realität von Ursache-Wirkung ein, ordnest dich der Ursache-Wirkung unter, und so ermutigen wir dich nicht, deinen Körper bewusst zu verlassen, um bewusst dies oder jenes zu erfahren. Vielmehr ermutigen wir dich darin, all das, was geschieht, anzunehmen, ganz frei, ob du dich daran erinnerst oder nicht, wissend, dass alles dazu beiträgt, dass du deine Vollkommenheit weißt, dass es dir an nichts fehlt, an keiner Erfahrung, an keinem Wissen, an keiner Wahrhaftigkeit. Es gibt oh so viele Dinge, die du in deinem menschlichen Körper nicht bereit bist zu erfahren. Und doch sind dir so viele Erfahrungswege geöffnet. Du kannst erfahren, indem du beobachtest, indem du dir vorstellst, aber auch, indem du deinen Verstand loslassend, dein Denken loslassend, in tiefem Schlaf, wie er es nennt, gehst. In diesem Loslassen wird dir bereitgestellt, was du an Erfahrungen suchst, wird dir bereitgestellt, was du an Bedrohungen für dich lösen möchtest. Es wird dir eröffnet, dass du auch in schlimmen Situationen, in scheinbar Unerträglichem, von jetzt auf gleich einfach wieder aufwachen kannst. Genauso bildhaft, wie du es mit dem Schlaf erlebst, ist es Moment für Moment. Du kannst Moment für Moment aus deiner Realität aufwachen, kannst Moment für Moment die neue Realität
eine neue Realität erlauben. Je mehr du die Realitäten bestimmen willst, desto tiefer strudelst du wieder in das Ursache-Wirkungsprinzip. Denn bestimmen kannst du nur, wenn das, was du tust, Folgen hat und die Folgen zu etwas führen. Löst du dich von deinem Bestimmen wollen, so bist du frei, das zu erleben, was für dich geschieht. Wählst du also im nächsten Moment aufzuwachen aus dem eben noch für real gehaltenen, wählst du im nächsten Moment aufzuwachen aus dem Gefühl von Missmut, Frustration, Wut, Bitterkeit, Unzufriedenheit, so findest du dich im Sein. Du kannst sogleich neu wählen, Emotionen, sprudelnde Lebensfreude. Du kannst wählen, was dich lebendig fühlen lässt. Und doch die Wahl, die ausmacht, wie tief du in dir die Erfüllung fühlst, ist die Wahl für dein Vollkommensein. Erlaubst du dich in deinem Vollkommensein, so ist alles, was sich in deinem Leben zeigt, spielerisch. Alles kann jetzt so sein und ist doch einfach eine Erfahrung. Du kannst dich über jede Erfahrung freuen, denn sie trägt dazu bei, dass du dir deines Reichtums bewusst bist, deines Erfahrungsreichtums bewusst bist. Du kannst dich über alles freuen. Das ist die Freude des Herzens. Es ist eine Freude, die tiefer geht als die Freude über ein Ereignis, über einen Moment. Es ist die Freude, die du bist. Die Liebe, die sich ausdrückt im Glücklichsein. Das Lebensglück, es wird als etwas gesehen, das dir zufällt, das jemandem zufällt, bald als etwas, mit dem jemand gestraft ist. Denn der immer Glück hat, der kann das Leben nicht voll erfahren, so mag es sich im tiefsten für den einen oder anderen anfühlen. So also lieber nicht Glück haben, sondern sich selbst das Glück schmieden. Wir sagen, glücklich sein ist das wahre Glück. Denn in deinem Sein bist du immer glücklich, ganz gleich, was im Außen geschieht. Dies magst du wahrnehmen als einen lieblichen Duft, der dich umgibt, als eine zarte Frequenz, die von dir ausgeht, kaum sichtbar fühlbar für jemanden, der dir begegnet und in einer anderen Frequenz ist oder dich in deinem Spiel erlebt. Es ist ein Hauch in deinem Gesichtsausdruck, ganz gleich, ob du in Freude, Trauer, Aufregung oder Ruhe bist. Dieser Hauch ist immer mit dir. Dieser Hauch ist dein Glücklichsein, welches sich mehr und mehr durch dich hindurch ausdehnt, indem du es erlaubst. Du bist alles.
Auf alle Ebenen des Seins kannst du zugreifen. Alle Ebenen des Seins sind deine Spielszenarien, weit jenseits all des kollektiv Vorstellbaren und auch jenseits deines individuell Vorstellbaren. Denn dein Verstand, dein Vorstellungsvermögen ist ein Teil des Ganzen und umfasst das Ganze nur, indem er sich nicht versucht abzugrenzen. Du kannst mit dem Verstand fühlen, du kannst mit dem Herzen denken, du kannst im Handeln sein und seiend handeln. Alles ist deine Vollkommenheit, indem du das begreifst, indem du das erlaubst, indem du das fühlst, ist es in jedem Moment für dich und damit für alles. Auf diese Weise bist du nicht mehr in der Position, dich darstellen zu müssen, scheinen zu müssen. Du bist Sein in allem Schein. Es gibt oh so viele Dinge, die wir gern zu gegebener Zeit mit euch besprechen. Für jetzt, für hier sind wir in dir vollkommen.